Sie suchen ein kleines, wendiges, meisterhaft verarbeitetes Sportboot. In diesem Video präsentiere ich Ihnen die Hydrolift X22. Mein Name ist René Schönemann, herzlich willkommen bei T&R Yachthandel. Am Heck der Hydrolift X22 findet ihr immer einen leistungsstarken 225 PS V6 Motor der Marke Mercury, der das Boot auf bis zu 90 Stundenkilometer katapultiert, was auf dem Wasser schon wirklich sehr schnell ist. Wie ist das möglich? Hydrolift profitiert von dem zweifach unterbrochenen V-Rumpf in 24 Grad Winkel, der dazu führt, dass ein Luftkissen unter dem Rumpf gebildet wird. Dadurch ist das Boot nicht nur sehr schnell, sondern auch sehr, sehr leistungseffizient. So verbrauchen wir bei einem durchschnittlichen Cruising Speed von 40 Knoten, also 72 Stundenkilometer, nur 0,8 Liter pro nautische Seemeile. Was mit dem 270 Liter Tankvolumen eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern erreicht. Für ein Boot dieser Größe ist das wirklich der Wahnsinn. Aufgrund des ausgeklügelten Längen-Breiten-Verhältnisses hat die Crew an Bord der X22 sehr, sehr viel Spaß. Vor allen Dingen dann, wenn der Fahrer herausgefunden hat, wie er das Boot bestmöglich übers Wasser bewegt. Kommen wir nun zur Sitzecke. Über den klappbaren Zugang der unterbrochenen Hecksitzbank gelangt die Crew sehr leicht von der Badeplattform in das Schiffsinnere. Klappt man die Hecksitzbank nach oben, kann auch nichts von Bord fallen oder nach hinten runterrollen. Das ist wirklich super sicher. Auf der breiten Sitzbank im Heck kann die gesamte Crew Platz finden und die Fahrt genießen. Unter der Sitzbank findet man ebenfalls ein großes Staufach, in dem man Zugang zur Batterie, zur Kühlbox und natürlich auch zur Verstaumöglichkeit für den Tisch und den im Standard enthaltenen Wasserskimast findet. Auf dem aufgeräumten Fahrerstand finden wir alle Informationen, die der Fahrer zum Fahren des Schiffes benötigt. Auf den Rundinstrumenten von Mercury sieht man alle notwendigen Motordaten, auf dem Garmin Kartenplotter weitere Daten eben wie Karten, Echolot etc. Außerdem haben wir auf der Backbordseite nochmal eine Knopfleiste, wo man den Anker steuern kann, sowohl aber auch die Beleuchtung des Bootes. Auf der Steuerbordseite findet man Becherhalter, damit auch Drinks während der Fahrt sicher verstaut werden können. Apropos sicher verstauen, was ich sehr mag, ist diese Klappe für Wertgegenstände, wo man eben auch die Wertgegenstände laden kann über 12 Volt oder 2 USB-Steckdosen. Und sobald die Klappe wieder zu ist, können auch keine Wertgegenstände über Bord gehen, auch wenn der Fahrer mal sportlicher Manöver fährt. Abgerundet wird der Steuerstand durch die Mercury DTS-Schaltbox, die eine elektronische Schaltbox ist. Das heißt, ich habe keine Bautenzüge, die in irgendeiner Form die Gasannahme regeln, sondern es ist alles elektrisch geregelt, spielend einfach. Man hat Vorteile wie zum Beispiel den Docking-Modus, der die Gasannahme auf 50% reduziert, sodass auch ein Manövrieren im Hafen mit weniger Gas sehr, sehr spielend einfach möglich ist. Unter der DTS-Schaltbox finden wir noch das Zipwake-Trimsystem, was automatisch dafür sorgt, dass das Boot auch bei ungleichen Gewichtsverhältnissen immer gut im Wasser liegt und optimal betrieben werden kann. Natürlich finden wir am Fahrerstand darüber hinaus auch noch das Fusion-Radio, was mit 2 Boxen hier für wirklich guten Klang an Bord sorgt. Und genau diese kleinen Lösungen liebe ich besonders an der Marke Hydrolift. Sowohl an der Steuerbord- als auch an der Backbordseite befinden sich 2 Fenderhalter, die immer in Griffweite sind, um eben sehr schnell auf das Anlegemanöver vorbereitet zu sein oder sie sehr einfach verstauen zu können, falls ich die Fender während der Fahrt eben nicht brauche. Begeben wir uns nach vorne zum Bug des Schiffes, finden wir sowohl an der Backbord- als auch Steuerbordseite kleine Tritte, die das Einsteigen in das Boot auf den jeweiligen Seiten sehr erleichtern. So kann ich mich hier eben draufstellen und dann auch auf das andere Boot übersteigen. Das ist wirklich sehr praktisch. Außerdem befindet sich vor dem Fahrerstand noch eine große Stauluke, in der wir die Mooring Lines finden und natürlich eine Tasche, in der alle Planen für das gesamte Boot sich befinden. Was ich hier wirklich super smart finde, jeder von uns wird es kennen, der schon ein Boot hat. Wir haben alle die Planen in der Hand und versuchen in irgendeiner Form die Planen überzuziehen und wir wissen immer nie so richtig welche oder freuen uns, wenn wir uns dann an das Boot gewöhnt haben, wenn wir sozusagen die richtige Plane direkt erkennen. Hier haben Sie diese Sorge nicht. Jede Plane ist entsprechend beschriftet. Also hier ist es wirklich spielend einfach, das Boot wirklich hafensicher bzw. regenfest abzustellen. Leichter können Sie es nicht haben.
Weiter vorne befindet sich eine Sonnenliegenwiese, denn natürlich will man sich auf einem Spaßboot bei einem schönen Badetag auch dann entsprechend in der Sonne trocknen. Gerade eben ist sozusagen nur das Mittelteil aufgebaut, so ist es deutlich leichter mit dem Boot zu manövrieren und entsprechend auch Anlegemanöver durchzuführen. Natürlich befindet sich hier unter dem großen Mittelteil ein sehr, sehr großes Staufach und die Sonnenliegewiese wird mit 2 Einlegeteilen auf der Backbord- und Steuerbordseite aufgebaut, sodass hier locker 2 bzw. auch 3 Personen liegen können. Im Bug des Schiffes finden wir natürlich noch eine elektrische Ankerwinde, die spielend leicht vom Fahrerstand bzw. auch von hier vorne mit einer Fernbedienung bedient werden kann. So macht das Ankern auch wirklich Spaß. Und natürlich haben wir Hydrolift typisch weiterhin smarte Lösungen, wie zum Beispiel kleine LED-Lampen an den einzelnen Stufen, sodass auch nachts keine Stolpergefahr besteht und man sich hier wirklich sehr, sehr sicher über das Boot bewegen kann. Apropos sicher, ein weiterer Vorteil sind natürlich die sehr hohen Bordwände, sodass auch Tiere und Kinder ohne Probleme zum Bug des Schiffes gelangen können. Die Hydrolift X22 überzeugt mit dem kompletten Fokus auf den Fahrspaß, der bei diesem Modell ganz klar im Vordergrund steht. Die Crew findet an Bord dieses Schiffes die Hydrolift-typischen Prinzipien, tolle Materialien und jede Menge Spaß. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Über ein Like würden wir uns freuen. Mein Name ist René Schönemann. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Bis zum nächsten Mal bei T&R Yachthandel.